Hallo liebe Leute, ich wollte euch heute einmal in diesem Video ganz kurz die Anschlüsse des Apple MacBook Pro M4 mit dem M4 Pro Chipsatz zeigen, da es doch etwas anders ist zu der normalen Variante. Wir haben hier auf der einen Seite außen den sogenannten MagSafe 3 Adapter oder auch Ladeanschluss. Daneben befinden sich dann weiter noch, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, zwei sogenannte Thunderbolt 5 oder auch USB 4.0 Anschlüsse sowie ein 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer. An der Hinterseite nichts, an der Vorderseite auch nichts. Auf der anderen Seite befindet sich ganz außen der HDMI-Anschluss. Daneben befindet sich ein weiterer Thunderbolt 5 Anschluss bzw. USB 4.0 und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Steckplatz für die SDXC Speicherkarten, sodass man auch hier direkt Speicherkarten in das Gerät einstecken kann und lesen kann. Das Besondere an diesen USB 4.0 sprich Thunderbolt 5 Anschlüssen ist einfach die Geschwindigkeit. Unter Apple und das Thunderbolt mit einem entsprechenden Kabel, was man auch mittlerweile bei Apple bekommen kann, ein Thunderbolt 5 Kabel, sind Geschwindigkeiten mit bis zu 120 Gigabit die Sekunde möglich, was mittlerweile momentan eigentlich, glaube ich, der schnellste und höchste Standard ist, den man so bekommen kann. Für ihr USB 4.0, was auch der neuere Standard ist, bedeutet das aber immer noch bis zu maximal 40 Gigabit die Sekunde Übertragung mit entsprechenden Kabeln oder auch Geräten, NAS-Festplatten oder ähnlichem, was man angeschlossen hat. Also es ist schon aktuell tatsächlich so das Schnellste, was man an Anschlussmöglichkeiten hat. Was auch bei den Thunderbolt 5 Anschlüssen noch hinzukommt, sie sind genauso auch wie die USB-C Anschlüsse dafür nutzbar. Man kann Geräte damit aufladen. Sie ersetzen den DisplayPort-Anschluss, das heißt, man kann entsprechend an dieses Gerät auch weitere Displays anschließen. Und wie gesagt, kompatibel zu USB-C. Somit kann man sowohl ein USB-C-Kabel als auch ein Thunderbolt-Kabel dort einstecken. Es kommt dann eben nur auf die Geschwindigkeit der Übertragung drauf an. So viel heute in diesem Video mal zu den Anschlüssen des Apple MacBook der aktuellen Generation mit dem M4 Pro Chip. Was ich euch gerne nochmal zeigen kann, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, MagSafe 3 oder auch MagSafe Ladeanschluss bedeutet einfach, es ist ein, ja, ich sag mal, sehr individueller Anschluss. Auf dem anderen Ende, also relativ langes Kabel, wie man sehen kann, auf dem anderen Ende ganz normal USB-C, wo man zum Beispiel das Original 70 Watt Netzteil von Apple benutzen kann oder aber auch jedes andere. Was aber die Besonderheit bei einem MagSafe Anschluss ist, ich hoffe, man kann das in dem Video sehen, er verfügt, ich versuche es nochmal, ob man es hören kann, er verfügt über einen magnetischen Anschluss. Das heißt, dieses Kabel ist relativ fest mit dem Gerät verbunden, sodass wir keine Angst haben müssen, dass das irgendwie rausfallen kann oder man aus Versehen dran ziehen kann. Man muss schon wirklich sehr kräftig dran ziehen, damit sich dieses Kabel wieder auch löst. Also das ist schon, finde ich, eine relativ gute Idee, die Apple da hatte für den Anschluss eines Ladekabels, anders wie man es ja ansonsten auch von anderen Herstellern kriegen kann. Von daher, das sind die Anschlüsse für das aktuelle Apple MacBook.